Hallo meine Lieben, heute ist bei uns der ganze Tag Regen angesagt und ich finde das immer schön, um einfach ein bisschen zu nähen. Und ich habe mir auch ein paar neue Stoffe bestellt und die sind auch schon angekommen und damit wollte ich unbedingt eine neue Tasche nähen. Die Tasche wird ein bisschen anders als das, was ich euch bis jetzt auf meinem Kanal gezeigt habe, aber ich denke, die ist trotzdem für auch Näheinsteiger geeignet und ich werde euch da wirklich Schritt für Schritt durchführen. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr nachher das ein bisschen besser nachvollziehen könnt, wo was wie hingehört, wollte ich euch das fertige oder die fertige Tasche zeigen. Wir haben eine Vorderseite, ich habe hier nur ein Logo drauf, hinten eine Reißverschlusstasche drinne und dann machen wir eben das Gurtband selber. Ihr könnt natürlich auch ein Gurtband kaufen und das dran machen. Ihr könnt hier auch, ich habe hier so Plastikteile. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr da Metallteile haben wollt, das geht auch. Und innen drinne haben wir eben auch nochmal eine Tasche. Hier quasi ein Innenfach. Und ja, so sieht die aus von den Maßen her. Werde ich auch immer wieder gefragt, ist die in etwa 23 cm hoch, 20 cm breit. Und hier haben wir in etwa 7 cm. Also habt ihr schon ordentlich Platz drin. Und guckt da jeweils nicht allzu stark drauf, wie gerade meine Nähte sind. Bei mir ist das Thema, ich habe die Herausforderung, dass ich zwischen mir und der Nähmaschine immer noch die Kamera und das Stativ habe, damit ihr da eben seht, was ich mache. Und das ist nicht die angenehmste Position zum Nähen und ich kann da auch nicht wirklich nah ran. Aber ihr macht das garantiert besser, wenn ihr das dann nachnäht und dann werden bei euch dann die Nähte auch schöner. Ich habe gesagt, das ist auch für Einsteiger. Ich würde jetzt nicht, wenn ihr noch nie eine Tasche genäht habt, gleich mit der starten. Also die hat knifflige Teile, hier gerade so innen drinne, wenn wir also die Vor- und Rückseite hier an das Seitenteil dran machen. Da hat es schon knifflige Stellen drin, von dem her startet eher mit einer anderen Tasche. Ich habe euch auch schon ein paar gezeigt, die findet ihr in meiner Playlist rund ums Nähen. Und wenn ihr dann so 4, 5 Taschen mal gemacht habt, dann könnt ihr auch mal euch an die hier wagen. So, genug gequatscht. Ich zeige euch jetzt, wie ihr eben diese Tasche machen könnt. Für diese Tasche braucht ihr einiges an Sachen und da zeige ich euch einfach jetzt eins nach dem anderen, damit ihr das entsprechend vorbereiten könnt. Ich arbeite hier mit einem Außenstoff mit diesen schönen Blütenblättern und einem für innen mit einem grauen Stoff. Und wir gucken jetzt einfach an, was ihr da alles braucht. Als erstes die Stoffe für die Innen- und Außenseite. Da habe ich je zweimal. Zweimal Innenseite, zweimal Außenseite. Und die sind je 22 cm in der Breite und 25 cm in der Höhe. Den Innenstoff braucht ihr 3-mal in der Größe, weil wir machen aus einem Teil machen wir dann eine Tasche. Und ich habe bei den 4 die Flieseline auch schon aufgebracht und da habe ich die je 1 cm kleiner gemacht. Das heißt, die Flieseline ist 20 cm in der Breite, 23 cm in der Höhe und dann habe ich hier einen Kreis ausgeschnitten. Und zwar habe ich da einen 4 cm Kreis genommen und das dann einfach auf die Flieseline draufgelegt, damit es an den Ecken quasi bündig ist und habe dann da einfach diese Rundung ausgeschnitten. Das ist das und das eben bei den beiden Innenseiten und bei den beiden Außenseiten die Flieseline. Das sind die 5 Teile
Dann machen wir an der Außenseite eine kleine Tasche rein, auf der Rückseite. Da braucht ihr zweimal 20 cm mal 20 cm vom Innenstoff und einen Reißverschluss von 16 cm. Da natürlich keine Flieseline drauf. Dann für den Rahmen ringsherum brauchen wir einen Reißverschluss von 31 cm. Dann habe ich hier je 2 Teile vom Innenstoff und vom Außenstoff. Das ist 31 cm lang und 5,5 cm hoch. Das eben je zweimal. Und überall habe ich hinten Flieseline aufgebracht. Die ist 31 cm mal 3,5 cm. Und das eben auf allen Teilen. Und dann habe ich hier noch 2 lange Stücke. Eins vom Innenstoff, eins vom Außenstoff. Die sind 56 cm lang und 10 cm hoch. Und die Flieseline, die da drauf ist 56 cm und in der Höhe 8 cm. Und das bei beiden Stoffen, das heißt beim Innen- und beim Außenstoff. Dann machen wir ein Gurtband, natürlich brauchen wir auch. Ihr könnt es auch kaufen, wenn ihr das wollt. Ich habe hier 3 cm gemacht und dafür auch die Schlaufen. 2 für die Bügel, die wir einnähen und 1, damit es in der Länge verstellbar ist. Die eben 3 cm in der Breite. Und hier, das wird nachher so rumgelegt. Deshalb habe ich hier zweimal einen Stoff zurechtgeschnitten, der 8 cm in der Höhe ist und 12 cm in der Breite. Zweimal vom Außenstoff. Innen drin ist eine Flieseline, 8 cm mal 6 cm. Hier 8 cm mal 6 cm. Das habe ich dann ganz einfach einmal in der Mitte zusammengelegt, dann die beiden Außenteile reingelegt und das so halbiert. Und so haben wir dann wunderbar unsere Teile, die hier an diese Bügel rangehen. Und für das Band ist eigentlich dasselbe Prinzip. Das habe ich 165 cm lang gemacht und 12 cm in der Breite. Die Flieseline ist auch 165 cm lang, aber dann nur 6 cm in der Breite. Die habe ich in der Mitte drauf gemacht, dann das Ganze auch wieder zuerst in der Hälfte gebügelt, dann die beiden Seiten reingelegt und das Ganze wieder zusammengelegt. Und so bekommt ihr hier wunderbar ein Gurtband. Das heißt hier für unser Gurtband 165 cm in der Länge und 12 cm in der Breite, damit wir dann schlussendlich ein Band bekommen, was 165 cm lang ist und 3 cm breit. Und was wir dann auch noch brauchen, ist hier so ein Band, um dann den Rand abzuschließen innen drinne. Das ist in der Höhe 4 cm, also ihr könnt das auch selber machen, ich kaufe die gerne. Dann legt ihr das bei je einem Zentimeter rein. So entsteht ein Band, was 2 cm breit ist und das wird dann quasi um den Rahmen rumgeklappt und so nähen wir das fest und bekommen so einen schönen Abschluss. Jetzt, um das Ganze vorzubereiten, eben Stoffe zuschneiden natürlich und dann bringt ihr am besten einfach die Flieseline überall schon drauf, damit das schon mal gemacht ist, plus eben hier für die Bügel am besten das hier auch gleich machen, das heißt Flieseline drauf machen, einmal in der Hälfte zusammenlegen, dann die Seiten reinklappen und so wieder zusammenlegen und das mit diesen beiden Stücken, die 8 cm mal 12 cm sind, damit ihr hier diese Schlaufen habt. Und dann auch das Gurtband könnt ihr eben auch gleich schon machen. Das heißt, ihr bringt die Flieseline drauf, dann halbiert ihr das, klappt die beiden Seiten ein und bügelt es so wieder zusammen, damit ihr das auch schon vorbereitet habt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir auch schon starten und hier die Ecken abrunden, weil wir haben ja mit der Flieseline jetzt quasi den Rand vorgegeben. Und jetzt könnt ihr mit der Stoffschere einfach hier quasi dieser Rundung folgen, so dass ihr 1 cm Nahtzugabe habt
und schneidet so den Stoff ringsherum aus, auch zurecht. Und das bei allen 4 Teilen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die Tasche nehmen und die ist quasi gleich groß hier wie der Innenstoff oder diese 4 Stoffe. Den habe ich einfach in der Hälfte gebügelt. Das heißt, der ist immer noch gleich breit, aber die Hälfte kürzer quasi. Und dann könnt ihr den hier schön anlegen und da unten diese Rundung auch noch nachzeichnen und auch die ausschneiden. Und dann nehmt ihr diesen Stoff und könnt den an der Nähmaschine hier einmal schön knappkantig runternähen, am Anfang und am Ende verriegeln, sodass wir hier oben einen schönen Abschluss haben. Und dann könnt ihr die auch gleich hier unten schön anlegen auf beiden Seiten und dann hier Nähfüßchenbreite einfach einmal abnähen ringsherum. Hier oben lasst ihr natürlich offen, damit die schon mal an der Innentasche dran ist. Das mache ich kurz. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte jetzt hier die Tasche wunderbar dran sein. Dann könnt ihr euch entscheiden, welche der beiden Seiten die Vorderseite und welche die Rückseite ist. Ich bringe da jeweils oben noch mein Label an. Ich habe hier 6 cm von oben runter Platz gelassen. Und jetzt können wir eigentlich die erste Seite auch schon zusammennähen. Das heißt, die Tasche plus eure Vorderseite, die beiden kommen jetzt aufeinander. Und das nehmen wir jetzt auch Nähfüßchenbreite ringsherum ab, sodass diese beiden Seiten zusammenhängen. Was ihr auch gleich machen könnt mit der anderen Außenseite, dass ihr hier die Teile nehmt, die 20 cm mal 20 cm sind. Und da eines davon nehmen und dann habe ich von außen 2 cm, von oben 2 cm, von der Seite 2 cm gemessen und mir hier ein Quadrat eingezeichnet, was 16 cm ist und 1 cm hoch ist und dann in der Mitte auch nochmal eine Linie gezeichnet und hier auf den Seiten so diese kleinen Quadrate nach außen. Und was ihr jetzt macht, um diese Tasche quasi schon vorzubefestigen, ich gucke hier einfach, dass das schön mittig ist von den Seiten her. Oben natürlich gerne auch gerade und unten sind das ca. 2 cm Platz. So stecke ich das kurz hier drauf. Und dann könnt ihr das auch ganz einfach abnähen, einfach dem Rechteck entlang. Die Innenlinie könnt ihr im Moment ignorieren. Es geht einfach darum, hier ringsherum entlang der Linie das einmal abzunähen. Und die beiden Sachen nähe ich jetzt noch kurz. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. Was
Was ich ganz vergessen habe zu sagen, wenn ihr einen gemusterten Stoff habt, ist das hier einfach rechts auf rechts. Ne? Das wäre wichtig. So, dann haben wir jetzt einen der Außenteile schon zusammengenäht. Und hier können wir das kurz schön aufeinander legen. Und hier in dieser Mittellinie schneidet ihr das kurz ein bisschen ein. Und dann könnt ihr quasi einfach dieser Linie entlang aufschneiden. Und hier bei den Ecken ist es extrem wichtig, dass ihr wirklich nicht in die Naht rein, aber wirklich ganz nah an die Naht rangeht. Dann bekommt ihr nachher auch schönere Ecken hin. Na, dann habt ihr hier dieses Dreieck aufgeschnitten. Dasselbe auf der anderen Seite. So, und dann könnt ihr das nehmen und das hier durchstülpen. Alles davon, ne? Dann könnt ihr das so feststecken, dass quasi nach außen sollte man das Grau nicht sehen oder den Innenstoff nicht sehen. So stecke ich das kurz ringsherum ab. Und so bügle ich das kurz, damit das hier wirklich dann auch schön liegt, das Ganze, ne? Damit wir hier ein schönes Rechteck auch haben. Jetzt könnt ihr den 16 cm Reißverschluss nehmen. Und am besten geht es, wenn ihr hier so ein Wonder Tape habt und das auf den Reißverschluss drauf geben könnt. So. Und dann könnt ihr den Reißverschluss schön mittig hier hinter euer Fenster quasi legen. Und so könnt ihr das jetzt knappkantig einmal ringsherum abnähen, so dass ihr den Reißverschluss quasi an eurem Außenstoff befestigt. Dann, wenn ihr das gemacht habt, ne, sollte der hier wunderbar dran hängen. Hier ein Reißverschluss. Und jetzt könnt ihr das zweite Teil nehmen und das quasi schön mit dem ersten abschließend hier befestigen. Ich habe das nur, also die beiden grauen oder die beiden Innenstoffe aneinander befestigt, aber nicht am Außenstoff. Weil so nehmen wir das jetzt ringsherum ab. Ich würde hier am einfachsten so rumgehen. Und wenn ihr hier ankommt, klappt ihr einfach den Außenstoff weg, so dass ihr hier ringsherum kommt und dann oben klappt ihr den auch runter, so dass ihr hier entlang nähen könnt. Das heißt, ihr näht jetzt nur, also so Nähfüßchenbreite, nur die beiden Innenstoffe aneinander. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr gleich wie beim ersten Teil auch das aufeinander legen und das ringsherum abnähen, Nähfüßchenbreite, so dass wir dann diese beiden Teile zusammen haben.
like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah. Und somit haben wir schon die Vorder- und Rückseite fertig. Vorne mit einer Tasche innen drinne und hinten mit einem Reißverschluss und einer Innentasche. Ne? Das war schon mal der Teil. Jetzt legen wir das mal beiseite und kümmern uns um den, ne, die kommen jetzt nicht so aufeinander, sondern hier kommt jetzt quasi ein Rahmen ringsherum. Um den kümmern wir uns jetzt. Dafür brauchen wir einerseits das Teil, was 56 cm mal 10 cm ist, Innen- und Außenstoff. Das brauchen wir, plus hier diese 4 Teile, die 31 cm mal 5,5 cm sind. Na, die 4. Und dann brauchen wir auch noch unseren Reißverschluss. Und was wir hier jetzt machen, ihr nehmt eines der Innenteile, legt den Reißverschluss hier oben an die Kante dran. Dann nehmt ihr einen Außenstoff und das rechts auf rechts. Das heißt Innenstoff nach oben, Reißverschluss nach oben, Außenstoff nach unten. Ne? So macht ihr das hier oben an der Kante fest. Und so näht ihr das mit dem Reißverschluss Füßchen einmal ab, hier entlang, ne, vom Reißverschluss, einmal runter. Wenn ihr es gemacht habt, dann könnt ihr es aufklappen, ne, so, und dann das Ganze von oben auch nochmal abnähen. Ne? Das dann quasi beide Seiten werden so herumgeklappt und dann guckt der Reißverschluss raus und von oben könnt ihr das abnähen. Ne? Now I know why it never worked out before. Hello, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. So, dann haben wir den Reißverschluss an einer Seite schon dran. Ne? Jetzt kümmern wir uns noch um die zweite Seite. Und auch hier wieder dasselbe Prinzip. Ne? Der Innenstoff guckt euch an, der Reißverschluss guckt euch an. Den legt ihr hier oben an die Kante. Und der Außenstoff guckt wieder nach unten. Ne? So bringt ihr das zusammen. So, und dann könnt ihr das genau gleich wie der andere Teil auch abnähen. Ne? Einmal entlang mit den Nähfüßchen und dann umklappen und von der anderen Seite auch nochmal abnähen. Als nächstes kommen die Henkel dran, ne, die ihr umgebügelt habt. Da könnt ihr jetzt einfach auf beiden Seiten einmal entlang abnähen, ne, von beiden Seiten und das bei beiden Teilen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Schlaufe hier reinmachen, das so festmachen und dann könnt ihr das hier am Ende drauflegen und das einmal
abnähen, damit es hier schon mal dran hängt. Ne? Und das eben auf beiden Seiten. Das heißt, eins hier und das andere ist dann auf der anderen Seite so. Ne? Das heißt, auf diesen beiden Seiten kommen die dran. Sometimes, but I know we're safe. Two peas in a pod, a roller coaster to walk out the door. We could be in control, but we just keep on putting on a show. And baby, I don't mind it. Let them talk, they don't get it. That we are two peas. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollten die beiden Henkel hier dran sein. Und ich bin hier wirklich dreimal hin und her und wirklich auch schön langsam genäht, weil ihr näht ja quasi auch über den Reißverschluss drüber. Ne? Da immer vorsichtig natürlich nähen. So, jetzt kommen wir zu dem Teil hier. Das ist das, was 56 cm mal 10 cm ist. Ne? Und da legt ihr das jetzt auf der einen Seite hier schön abschließend drauf, dass das schön gerade ist. Und das andere, also auch wieder wie vorhin, also die Innenstoffe gucken sich jetzt schön auf schön an, also rechts auf rechts. Und dasselbe auch mit dem Außenstoff, das heißt, der guckt sich auch rechts auf rechts an. Und so machen wir das hier schön mittig drauf. Und dasselbe quasi auf der anderen Seite. Das heißt, wir schieben den Stoff hier so ein bisschen drunter, bis das hier am Ende angelangt ist und klappen auch das andere Ende so hier drauf. Hier hat es jetzt dann ziemlich viel Material, ne? Von dem her müssen wir da vorsichtig hin und her nähen. Ich gehe da einmal vor und zurück, damit es dann auch wirklich hält. Vielleicht bei diesem Bügel sogar noch ein bisschen mehr. Und dasselbe eben auch auf der anderen Seite. Das nochmal ein bisschen besser richten. Auch hier nähe ich das fest. Das heißt, auf beiden Seiten mit einem Zentimeter Nahtzugabe hier entlang nähen. Hier würde ich ein paar Mal drüber gehen, am Anfang und am Ende verriegeln. Und dasselbe macht ihr dann auf dieser Seite hier. Einfach schön vorsichtig langsam nähen und dann klappt das schon. Ihr habt es vielleicht gemerkt, auf der zweiten Seite bin ich dann tatsächlich, habe ich so gemacht, dass ich das ganz einfach gewendet habe und von der anderen Seite zurück bin, anstatt das rückwärts laufen zu lassen, geht auch ein bisschen einfacher. So, jetzt können wir das so wenden,
dass ihr hier quasi diesen Bogen habt. Das heißt, ich habe jetzt überall Innenstoff und Außenstoff aufeinander und hier vorne eben schön meinen Reißverschluss. Ne? Was wir jetzt noch machen, ist auf der Seite das hier einmal abnähen, knappkantig, damit wir hier einen schönen Abschluss haben. Dasselbe auch natürlich auf der Seite. Also ich habe die Nahtzugabe guckt in die Richtung und auch hier der Rest vom Henkel. Da nähe ich auch noch mal knappkantig drüber. Das ist eine. Und dann nähe ich einmal hier Nähfüßchenbreite alles hier einmal ringsherum ab und das auch auf der anderen Seite, damit der Innen- und Außenstoff schön aufeinander liegt. Und was ihr dann auch gleich noch machen könnt, ist der Henkel, ne, den habt ihr ja so zusammen gebügelt, das in der Hälfte und dann die Seiten eingeklappt, dass das hier schön Kante auf Kante liegt. Und das könnt ihr auch einmal abnähen, genau gleich wie diese Teile hier. Das heißt, zuerst auf der offenen Seite einmal runternähen und dann auf der geschlossenen Seite auch einmal runternähen, knappkantig, damit wir hier einen schönen Abschluss haben. So, ihr merkt, es gibt immer weniger Einzelteile, von dem her, wir kommen langsam, aber sicher dem Ende entgegen, weil jetzt haben wir das ganze Gurtband hier. Brauchen wir im Moment gerade nicht. Jetzt brauchen wir diese beiden Seiten und der Bogen. Und zwar müssen wir jetzt hier gucken, wo die Hälfte ist. Das heißt, ich lege hier diese beiden Nähkanten aufeinander. Und dann weiß ich, okay, hier oben ist eine Hälfte. Da mache ich auf die Seite so einen kleinen Schnipser rein. Und das auf beiden Seiten. Und dasselbe dann, ich behalte das hier, ziehe das hier schön in die Länge. Und dann weiß ich, hier unten haben wir die zweite Hälfte. So. Und jetzt legen wir die Schnipser, die sind ein bisschen groß geraten bei mir, merke ich gerade. Ja, leg quasi jetzt die Schnipser aufeinander. Mach das hier kurz fest. Beiden Seiten. Jetzt mache ich dasselbe hier drüben. Ne? Und das auch auf der anderen Seite. So,
dann wissen wir überall, ne, jetzt haben wir das Ganze geviertelt. Und was wir jetzt machen, ist hier bei der Tasche, gucken wir auch, wo ist die Hälfte. Also, sagen wir es mal so. Die ganze Tasche ist ja 22 cm und somit ist die Hälfte hier bei 11 cm. Ich mache das kurz mit einem Kugelschreiber. Und dasselbe natürlich dann auch unten. Und von der Höhe bin ich hier noch in etwa bei 24,5. 12,25, irgend sowas in dem Stil. Müsste hier sein, dasselbe auf der Seite. Können wir auch hier kurz ein paar Schnipser reinmachen. Das war das und dasselbe bei der anderen Seite. Und genau diese Schnipser brauchen wir jetzt, damit wir das Ganze zusammenbauen können. Jetzt könnt ihr gucken, na, wie soll der Reißverschluss aufgehen. Ich trage meine Tasche jeweils so, das ist die Außenseite. Also will ich, dass der Reißverschluss von vorne nach hinten zugeht. Deshalb lege ich das hier so drauf, ne? Und jetzt kann ich eben schön diese Schnipser aufeinander legen. Und dann gehe ich hier jeweils bis vor die Rundung und stecke da auch noch kurz das fest. Auch von der Seite. Und jetzt, damit diese Kurve hier reinpasst, müssen wir hier so kleine Einschnitte machen, damit wir das so ein bisschen dehnen können. Natürlich nicht in die Naht rein, sondern einfach entlang der Naht, ne? Und dann könnt ihr das quasi rausbiegen, ne? Damit das da mit der Kurve wieder übereinstimmt. Und das auf allen Seiten. Und so kann ich das jetzt festnähen, und zwar mit 1 cm Nahtzugabe. Es geht darum, dass ihr das, was ihr schon genäht habt, auf beiden Seiten, ne, dass das quasi versteckt ist. Hier haben wir nur ein Nähfüßchen breit genäht und jetzt gehen wir quasi bei 1 cm, das ist knapp daneben, so dass quasi diese Naht hier versteckt dann wird. Und wenn ihr das genäht habt, dann macht ihr im Grunde genommen genau das gleiche Spiel, nur auf der Seite, damit dann dieser Boden auf dieser Seite hier drauf ist. Natürlich, ne? Reißverschluss ist hier oben, hier ist mein Logo, das ist oben und das kommt dann so drauf, ne? Aber zuerst nähe ich jetzt das hier alles mit 1 cm Nahtzugabe ab.
Ihr könnt das, bevor ihr weitermacht, das auch einfach kurz wenden und kontrollieren, ob wirklich nirgendwo die vorherige Naht hervorguckt. Das ist bei mir nicht der Fall. Somit kann ich das wieder zurückwenden und noch die zweite Seite machen. Und die logischerweise kommt jetzt auch, ne, die Außenseite guckt nach innen. Und so mache ich die auch noch fest und nähe das auch noch kurz. Ganz vergessen zu sagen, hier dran denken, dass ihr, bevor ihr das zunäht, ihr den Reißverschluss aufmacht. Ne? Sonst wird das Wenden dann ein bisschen schwierig. Aber ich nähe jetzt so das Ganze auch noch auf der Seite ab. Ich gebe zu, es ist ein bisschen knifflig, um die Rundungen herumzunähen, aber das Resultat ist dann halt einfach auch super. Ich mache auch hier, ne, wende ich das einmal, um zu gucken, dass wirklich keine von den folgenden Nähten hervorsteht, hier an den Kanten entlang. Das ist bei mir nicht der Fall. Und jetzt würde ja das Ganze innen drin ein bisschen unschön aussehen, wenn wir das so lassen würden. Ne? Und was ich vergessen habe zu sagen, wenn ihr das näht, geht es einfacher, wenn ihr den Reißverschlussfuß nehmt. Das hatte ich vergessen, aber ne, für euch geht ein bisschen einfacher. So, und das jetzt abzudecken, es gibt zwei Arten. Ich mache die einfache Variante, ihr könnt es so machen, wie ihr das wollt. Ihr nehmt dieses Band und legt das vorne um. Und dann macht ihr das quasi hier an diesem Rand fest und näht hier einfach einmal ringsherum, bis ihr dann am Schluss hier wieder hinkommt. Da macht ihr eine kleine Überlappung und näht das so zu. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, klappt ihr das quasi ringsherum und hinten, ne, also so, dass schön eure Kante abgedeckt ist. So macht ihr das zu und näht es nochmal ab. Ich mache ein bisschen die schnellere Variante. Das heißt, ich lege das hier vorne auch um, aber ich bringe das quasi schon so auf die Tasche drauf. Das heißt, ne, ich mache das so drauf und starte hier circa 3 cm nach dem Anfang vom Band. Nähe da einfach nur einmal ringsherum, schön langsam, wirklich auch eben mit dem Reißverschlussfuß und nähe das so fest. Und wenn ich dann am Ende angekommen bin, mache ich das andere Band mit einer kleinen Überlappung drunter, weil ich habe ja hier am Anfang noch nicht genäht, und nähe das noch zu Ende. Ne? Das so, wie ich das mache, geht ein bisschen schneller und für mich auch ein bisschen einfacher. Von dem her mache ich das genau so. Ne? Ich fange hier an und nähe das jetzt einfach ringsherum fest. Einfach schön langsam, immer gucken, dass ihr schön auf der Kante liegt, dass ihr das hinten auch erwischt, wenn ihr das näht. Ne? Und so decken wir das quasi ab und genau dasselbe machen wir auf der Seite hier drüben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier quasi schon eure fertige Tasche haben, respektive es fehlt noch was, weil wir müssen die ja irgendwie auch anziehen können. Ne? Und da haben wir ja das Band gemacht und da guckt jetzt, welches für euch so ein bisschen die schönere Seite ist. Und dann, ich trage die auf der Seite, also auf der linken Seite, und von dem her mache ich die höhenverstellbare Seite hier vorne. Somit gehe ich hier mit dem Band rein, lege das einmal um und dann gebe ich das hier drauf. Und ich versuche quasi, das, was nicht so schön ist, hier innen drinne zu verstecken. Das heißt, hier nähe ich mit einem
Quadrat drüber und ich gehe mit dem Quadrat ein bisschen weiter raus, als hier das Ende von dem Teil ist, was ich zusammengefaltet habe. Also in etwa hier. Ne? Das heißt, hier machen wir ein Viereck drauf mit einem Kreuz in der Mitte, so dass das dann auch wirklich hält. Das ist das. Dann geht das Ganze hier so rum. Gucken, dass ihr es nicht verdreht. Dann gehen wir hier einmal oben durch. Dann gehen wir bei der anderen Öffnung durch. Lasst hier gut eine Schlaufe stehen. Dann geht ihr damit hier durch. Dann geht ihr hier von hinten wieder durch diese Öffnung rein. Und dann auf der anderen Seite wieder raus. Was wir jetzt machen, ist auch hier das umzulegen nach innen und hier drauf zu machen. Also auf die innere Schlaufe. Ne? Da gebt ihr das drauf. Und auch da näht ihr das mit einem Viereck ab. So, und dann haben wir hier auch schon das Gurtband dran und die Tasche ist so fertig. Ihr könnt, wie am Anfang auch gesagt, das individuell anders gestalten, wenn ihr vorne eine Aufsetztasche machen wollt, wenn ihr hinten lieber diese Reißverschlusstasche nicht haben wollt oder ihr innen drinnen ein anderes Fach haben wollt, könnt ihr alles so anpassen, wie ihr wollt, ne? Ich wollte euch einfach das Grundprinzip der Tasche mal zeigen. Ich werde euch den Link zum Stoff und auch die Maße werde ich euch unten nochmal reinmachen. Plus ich blende die ja jeweils oben in der Ecke auch ein, damit ihr das seht. Aber das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen, das Video gefallen, dass ihr da Lust habt, das selber auch auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!